Dieses Video entstand als Folge einer Zusammenarbeit von Dragonite Byte, Grauschleifer Bomberkralle und Königstiger. Wir konnten einige Projekte, beispielsweise die Panzerkampfwagen 7 Löwe oder die verschiedenen Maus-Prototypen aufgrund widersprüchlicher, unzureichender oder fehlender Quellen nicht aufnehmen. Wir bitten darum, dies zu entschuldigen. Die Deutschen erdachten vor allem im Zweiten Weltkrieg einen der größten, abstrusesten und interessantesten gepanzerten Vehikel, die die Welt je gesehen hat. Heute werden wir euch 10 der schwersten davon vorstellen. Nummer 10. Jagdpanzer 6 Jagdtiger. Der Jagdtiger war eine rund 71 Tonnen schwere Jagdpanzerversion des Panzerkampfwagen 6 Ausführung B Tiger II. Das Fahrzeug war mit einer 12,8 cm Panzerjagdkanone, einer abgewandelten Version der 12,8 cm Kampfwagenkanone 44 ausgerüstet. Oft wurde er jedoch auch aufgrund des Mangels an 12-8ern mit der 8,8 cm Pak 43 L71 ausgerüstet, der Hauptwaffe des Jagdpanzer 5 Jagdpanther. Als Motor diente der Maybach HL 230, der 700 PS leistete. Damit war der Jagdtiger hoffnungslos untermotorisiert. Da die 12,8 cm Granaten zweigeteilt waren, brauchte der Jagdtiger einen zweiten Ladestützen, womit die Besatzung auf 6 Mann anstieg. Mit einer Höhe von 3 Metern, einer Länge von 10,6 Metern und einer Breite von 3,6 Metern war der Jagdtiger mit seinen bereits erwähnten 71 Tonnen das schwerste in Serie gebaute gepanzerte Fahrzeug der Welt. 88 Exemplare wurden gebaut und auch eingesetzt. Nummer 9. Panzerkampfwagen E75. Der E75 war Teil der Entwicklungsreihe, mit der die Deutschen versuchten, die bisherigen Panzertypen zu ersetzen. Es war geplant, den E75 mit einer 10,5 cm Kampfwagenkanone L68 auszurüsten. Als Motor sollte der Maybach HL 234 mit 800 oder 900 PS dienen. Das Gewicht hätte zwischen 75 und 90 Tonnen gelegen. Es wurden keine Fahrzeuge gebaut. Nummer 8. K-Wagen. Der auch als Großkampfwagen bezeichnete K-Wagen war eine deutsche Entwicklung aus dem Ersten Weltkrieg, die bereits vor der Fertigstellung des A7V begann. Der Entwurf stammte von Josef Vollmer. Gebaut werden sollte der K-Wagen bei Wegmann und Co. in Kassel. Die Bewaffnung sollte 4 7,7 cm Geschütze als Hauptbewaffnung und 7 MG-08 als Sekundärbewaffnung umfassen. 2 Flammenwerfer waren zuvor verworfen worden. 2 Daimler-Benz-Motoren mit insgesamt 1300 PS hätten das Ungetüm aufgrund der Kraftübertragung auf höchstens 8 km pro Stunde beschleunigt. Bei einer Länge von 13 Metern, einer Breite von 6,1 Metern und einer Höhe von 3 Metern hätte der K-Wagen etwa 120 Tonnen gewogen. 27 Mann wären als Besatzung notwendig gewesen. Bei Kriegsende waren 2 K-Wagen zumindest teilweise fertiggestellt. Der deutschen Nachkriegsregierung wurden jedoch Probefahrten von den Siegermächten untersagt. So wurden die K-Wagen verschrottet. Nummer 7. Sturmmörser Bär. Der Sturmmörser Bär war Krupps Entwurf zu einer mobilen Artillerie auf dem Chassis des Tiger. Um die gewaltige, hinten liegende 30,5 cm Haubitze L16 aufnehmen zu können, musste das Tiger-Chassis auf etwa 8 Meter verlängert werden. Das Gewicht stieg auf rund 120 Tonnen. Als Besatzung wären 6 Mann notwendig gewesen. Der Gegenentwurf von Alket, der später als Sturmtiger bekannt werden sollte, setzte sich durch. Das Projekt Sturmmörser Bär wurde gestrichen. Es wurden keine Fahrzeuge gebaut. Nummer 6. Rheuma S. Der Rheuma S war ein Entwurf von Krupp für ein schweres Bienenräumfahrzeug für die Wehrmacht. Es wurde ein Prototyp gebaut, der jedoch nie getestet wurde und nach dem Krieg verschwand. Der Rheuma S war etwa 15 Meter lang, 3 Meter breit und 4 Meter hoch. Sein hohes Eigengewicht von 130 Tonnen sollte Minen zur Detonation bringen. Das Fahrzeug sollte von 2 Maybach HL90 P20K Motoren mit insgesamt 700 PS angetrieben werden. Als Besatzung waren 8 Mann vorgesehen. Nummer 5. Panzerkampfwagen E100. Wie der E75 war der E100 ein Teil der Entwicklungsreihe. Der Entwurf kam von den Adlerwerken. Die Wanne wurde von Henschel produziert, der Turm von Krupp. Es war geplant, den E100 mit einer 12,8 cm KWK 44 L55 auszurüsten. Es gab aber auch Pläne für eine 15 cm KWK 44 L38. Für letztere hätte der Mausturm, der für die E100 vorgesehen war, modifiziert und die gesamte Wanne verlängert werden müssen. Dadurch stieg das Gewicht auf rund 140 Tonnen an. Eine 7,5 cm KWK 44 L36,5 und ein MG 34 waren als Sekundärbewaffnung vorgesehen. Da der 700 PS leistende Motor des Tigers den E100 auf maximal 20 km pro Stunde beschleunigen konnte, wurde bei Maybach der HL 232 entwickelt. Der nach dem Abgasturboladerprinzip arbeitende Motor hätte die E100 auf etwa 40 km pro Stunde beschleunigt, hätte aber auch rund 10 Liter pro Kilometer verbraucht, was angesichts der katastrophalen Treibstoffmangels der Deutschen bei Kriegsende einfach nur wahnwitzig gewesen wäre. Der Panzer hätte eine Besatzung von 6 Mann gehabt. Bei Kriegsende waren Wanne und Laufwerk fertiggestellt. Diese wurden nach England verschifft, Tests unterzogen und dann verschrottet. Nummer 4. Panzerkampfwagen 8 Maus. Die Maus war das schwerste, wirklich aktiv verfolgte Panzerprojekt aller Zeiten. Der Entwurf stammte von Porsche, gebaut wurde die Maus von Alket. Die Panzerung des 188 Tonnen schweren Panzers betrug an der dicksten Stelle 220 mm.
Wie auch beim ER-100 war die 12,8 cm KWK 44 L55 als Hauptbewaffnung vorgesehen, eine 7,5 cm KWK 44 L36,5 und ein MG42 dienten als Sekundärbewaffnung. Mit der 7,5 sollte die Besatzung sich auf ein Ziel einschießen, damit man sich mit der im Vergleich seltenen Munition für die 12,8er nicht zu viele Fehlschüsse leistete. Ein 1080 PS starker Motor von Daimler-Benz sollte die Maus antreiben. Der Panzer war 10,09 Meter lang, 3,67 Meter breit und 3,8 Meter hoch mit einer Besatzung von 6 Mann. Der erste Name war Mammut, aus Tarngründen wurde das Fahrzeug jedoch in Maus umbenannt. Bei Kriegsende waren 2 Mäuse vollständig fertiggestellt und wurden bei Kummersdorf erprobt. Die Rote Armee erbeutete Maus 205-2 in gesprengtem Zustand, Maus 205-1 war nur leicht beschädigt. Nach zahlreichen Tests wurde aus beiden Panzern ein vollständiger zusammengesetzt, der heute in Kubenka, Russland im Museum steht. Nummer 3. Landkreuzer P-1000 Ratte. Die Ratte war ein nie verwirklichtes Projekt, das annähernd 1000 Tonnen schwer gewesen wäre. Das von Krupp entworfene Projekt sah einen 35 Meter langen, 14 Meter breiten und 11 Meter hohen Panzer vor, der mit dem Geschützturm eines Schlachtschiffes der Scharnhorst-Klasse ausgestattet werden sollte. Das Kaliber dieses Geschützes betrug 28 cm. Um den komplizierten Ladedrehtisch einsparen zu können, wurde ein Rohr des eigentlichen Drillingsturms entfernt. 8 Daimler Schnellbootmotoren mit insgesamt 16.000 PS sollten das Ungetüm antreiben. Als Flugabwehr waren 8 20 mm Flaks geplant. 1943 wurde das Projekt von Rüstungsminister Albert Speer gestrichen. Nummer 2. Landkreuzer P-1500 Monster. Das Monster übertraf selbst die Ratte. Der ebenfalls von Krupp stammende Entwurf sah das 80 cm Geschütz Schwerer Gustav als Hauptbewaffnung einer gewaltigen Selbstfahrlafette vor. Das Gewicht hätte bei etwa 1500 Tonnen gelegen. Die genauen Ausmaße vieler Quellen widersprechen sich. Fest steht jedoch, dass dieses Fahrzeug gewaltige Ausmaße gehabt hätte. Mindestens 100 Mann Besatzung waren vorgesehen. 2 Drehtürme mit 15 cm Geschützen sollten als Sekundärbewaffnung dienen. Als Antrieb waren 2 oder 4 U-Boot-Diesel mit je 6500 PS vorgesehen. Dieses Projekt wurde 1943 ebenfalls von Albert Speer gestrichen. Nummer 1. Midgard-Schlange. Ein Entwurf aus dem Sommer 1934 von Heinrich Ritter von Füchtbauer sah eine Art gewaltige Panzerschlange vor, die auf dem Land, unter der Erde und unter Wasser auf Raupenketten fahren sollte. Das Gefährt sollte aus 27 je 6 Meter langen Zellen bestehen. Zusammengezogen wäre die Midgard-Schlange 399 Meter, ausgestreckt 524 Meter lang gewesen. Für eine Fortbewegung unter Wasser und unter der Erde waren vorne große Bohrer vorgesehen, die von 9 Motoren mit insgesamt 8008 PS angetrieben werden sollten. Für die großen Laufwerke plante die Ingenieurgruppe Ritter 14 Motoren mit insgesamt 19.800 PS. 12 Ruderpaare sollten von 12 Motoren mit insgesamt 3.000 PS angetrieben werden. Für alle Motoren sollte insgesamt 960 Kubikmeter Treibstoff mitgeführt werden. Das sind 960.000 Liter. Vorgesehen waren darüber hinaus eine elektrische Küche, Schlafräume mit 20 Betten, 3 Werkstätten, eine Sendeanlage mit 2 Funkern und eine Vernebelungsanlage. Die Midgard-Schlange hätte 30 Mann Besatzung gehabt. Als Bewaffnung dienten 1000 Minenladungen a 250 Kilogramm Sprengstoff, 100 a 10 Kilo und 12 Zwillings-MG. Der Stückpreis lag bei 30 Millionen Reichsmark. Der Erfinder schlug den Bau von 20 dieser Gefährte vor. Nach seinen Plänen sollten mit den Midgard-Schlangen die Maginot-Linie und feindliche Häfen vermint und so vernichtet werden. Das Projekt wurde jedoch abgelehnt, da die Probleme nicht lösbar schienen und von Füchtbauer auch nie konkrete Lösungsvorschläge lieferte. Am 28. Februar 1935 erhielt er die Entwurfsakte zurück. Das Gesamtgewicht dieses Gefährts hätte wohl ungefähr bei 60.000 Tonnen gelegen. Das waren 10 der schwersten deutschen Panzerkonzepte. Danke fürs Anschauen, schreibt uns gerne Kritik und Anregungen in die Kommentare.